Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über öffentliche Verkehrsmittel sprechen. Fährst du gerne mit Bussen und Bahnen? Ja, das tue ich. Ich benutze oft den Bus und die Bahn, um mich in der Stadt fortzubewegen. Das ist großartig. Ich benutze jeden Tag den Bus, um zur Arbeit zu gelangen. Es ist günstig und einfach. Da stimme ich zu. Der Bus und die Bahn sind gute Möglichkeiten zu reisen. Sie helfen, den Verkehr zu reduzieren und sind gut für die Umwelt. Ja, ich finde es gut, dass öffentliche Verkehrsmittel umweltfreundlich sind. Es gibt mir ein besseres Gefühl, wenn ich den Bus nehme, anstatt mit dem Auto zu fahren. Mir geht es genauso. Ich mag auch, dass öffentliche Verkehrsmittel gesellig sind. Ich sehe jeden Tag viele Menschen im Bus und in der Bahn. Ich treffe oft meine Nachbarn und Freunde im Bus. Es ist schön, Hallo zu sagen und mit ihnen zu plaudern. Denkst du, dass öffentliche Verkehrsmittel sicher sind? Ja, ich denke, sie sind sicher. Die Busse und Bahnen haben viele Regeln, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Ich fühle mich sicher, wenn ich mit dem Bus oder der Bahn reise. Die Fahrer sind vorsichtig und es gibt viele Schilder, die uns helfen. Das stimmt. Ich mag auch, dass öffentliche Verkehrsmittel zuverlässig sind. Die Busse und Bahnen kommen meistens pünktlich. Ich stimme zu. Ich schaue mir den Fahrplan für den Bus auf meinem Handy an, bevor ich das Haus verlasse. Das hilft mir, meinen Tag zu planen. Manchmal benutze ich eine Bahn-App, um zu sehen, wann der nächste Zug ankommt. Das macht meine Reise einfach. Denkst du, dass öffentliche Verkehrsmittel bequem sind? Ich denke, sie können bequem sein, aber das hängt von der Tageszeit ab. Morgens ist der Bus oft sehr voll. Ja, ich stehe oft im Bus am Morgen. Nachmittags ist es weniger voll. Ich setze mich gerne ans Fenster, wenn ich kann. Es ist schön, nach draußen zu schauen und die Stadt zu sehen. Ich stimme zu. Ich sitze auch gerne am Fenster. Das macht die Fahrt angenehmer. Was magst du am meisten an der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Ich mag, dass es günstig und einfach zu nutzen ist. Ich muss kein Benzin oder Parkgebühren zahlen. Das stimmt. Ich spare Geld, indem ich den Bus benutze. Ich kann dieses Geld für andere Dinge ausgeben, wie Essen gehen oder einkaufen. Ich mag auch, dass ich im Bus ein Buch lesen oder Musik hören kann. Das lässt die Zeit schnell vergehen. Ja, ich höre oft meine Lieblingssongs oder lese eine Kurzgeschichte im Zug. Es ist eine entspannende Art zu reisen. Gibt es Probleme mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Manchmal gibt es Verspätungen. Wenn der Bus verspätet ist, muss ich länger warten. Das habe ich auch schon erlebt. Manchmal ist der Zug wegen Wartungsarbeiten verspätet. Das kann frustrierend sein, aber es passiert nicht oft. Ich finde auch, dass die Busse zu Stoßzeiten überfüllt sein können. Es ist nicht sehr bequem, wenn man eng beieinander stehen muss. Ja, das stimmt. Ich versuche, wenn möglich, zu den Nebenzeiten zu fahren. Dann ist es angenehmer. Denkst du, dass öffentliche Verkehrsmittel gut für die Stadt sind? Ja, ich glaube, sie sind sehr gut für die Stadt. Sie helfen, den Verkehr und die Umweltverschmutzung zu reduzieren.
Ich habe gelesen, dass Städte mit guten öffentlichen Verkehrsmitteln sauberer und weniger überfüllt sind. Das stimmt. Wenn mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen, gibt es weniger Autos auf der Straße. Ich hoffe, unsere Stadt verbessert weiterhin die öffentlichen Verkehrsmittel. Das macht das Leben für viele Menschen einfacher. Ich fühle genauso. In den letzten Jahren habe ich neue Buslinien und mehr Züge gesehen. Das ist eine positive Veränderung. Hast du schon einmal ein Taxi oder einen Fahrdienst anstelle von öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt? Ja, ich habe einmal ein Taxi genommen, als der Bus zu voll war. Es war teurer, aber ich kam schnell zu meinem Ziel. Ich habe an Wochenenden eine Fahrdienst-App ausprobiert. Es ist praktisch, aber ich bevorzuge den Bus für die tägliche Fahrt, weil es günstiger ist. Ich stimme zu. Taxis und Fahrdienste sind gut für kurze Strecken, aber für regelmäßige Fahrten sind öffentliche Verkehrsmittel die beste Wahl. Was denkst du über die Zukunft der öffentlichen Verkehrsmittel in unserer Stadt? Ich hoffe, die Stadt wird mehr Zuglinien bauen und die Busdienste verbessern. Ich habe von Plänen für eine neue U-Bahn-Linie gehört. Das wäre großartig. Eine neue U-Bahn-Linie könnte den Verkehr noch weiter reduzieren. Ich hoffe auch, dass sie mehr Busse hinzufügen und sie häufiger fahren lassen. Das würde helfen, die Wartezeiten zu verkürzen. Ja, und ich hoffe, dass sie die Preise niedrig halten. Öffentliche Verkehrsmittel sollten für alle erschwinglich sein. Ich glaube, dass mit mehr Investitionen die öffentlichen Verkehrsmittel noch besser werden können. Es ist wichtig für eine wachsende Stadt. Ich stimme zu. Öffentliche Verkehrsmittel sind das Rückgrat des Stadtlebens. Sie verbinden Menschen und helfen der Wirtschaft. Ich fühle mich glücklich, dass unsere Stadt ein gutes öffentliches Verkehrssystem hat. Viele Städte haben das nicht. Ja, ich habe einige kleine Städte besucht, wo es keinen Bus oder Zug gibt. Das macht es sehr schwierig, sich fortzubewegen. Das habe ich auch erlebt. Ich schätze unser öffentliches Verkehrssystem immer mehr, wenn ich andere Orte besuche. Denkst du, dass mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen sollten? Ja, ich glaube, mehr Menschen sollten versuchen, Busse und Bahnen zu nutzen. Es ist gut für die Umwelt und hilft, den Verkehr zu reduzieren. Ich erzähle meinen Freunden oft von den Vorteilen öffentlicher Verkehrsmittel. Ich ermutige sie, es zu nutzen, wann immer sie können. Das mache ich auch. Ich denke, wenn mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wird unsere Stadt sauberer und weniger überfüllt. Was würdest du jemandem sagen, der Angst hat, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Ich würde Ihnen sagen, dass es sicher und einfach zu nutzen ist. Ich würde vorschlagen, zunächst eine kurze Fahrt auszuprobieren. Das ist eine gute Idee. Ich erinnere mich an meine erste Busfahrt. Ich war ein wenig nervös, aber es war sehr einfach. Ja, ich fühlte mich beim ersten Mal im Zug genauso. Jetzt nutze ich jeden Tag ohne Probleme öffentliche Verkehrsmittel. Ich denke, Aufklärung ist wichtig. Wenn mehr Menschen lernen, wie man den Bus und die Bahn nutzt, fühlen sie sich wohler. Ich stimme zu. Viele Städte bieten kostenlose Karten und Führer an, um neuen Nutzern zu helfen. Das macht einen großen Unterschied. Ich bin froh, dass wir viele Möglichkeiten im öffentlichen Verkehr in unserer Stadt haben. Es macht das Leben für alle einfacher. Ja, und ich hoffe, dass unsere Stadt das öffentliche Verkehrssystem weiterhin verbessert und erweitert. Bevor wir abschließen, Alice, kannst du mir einige Tipps für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geben? Klar, schau dir immer den Fahrplan an, bevor du das Haus verlässt.
Komm ein paar Minuten früher an der Bushaltestelle oder dem Bahnhof an. Habe das genaue Fahrgeld bereit, wenn du bar zahlst. Sei höflich und gib deinen Platz denjenigen, die ihn brauchen, wie älteren Menschen oder Schwangeren. Halte deine persönlichen Dinge nah bei dir und sei dir deiner Umgebung bewusst. Das sind sehr gute Tipps. Ich versuche immer, sie zu befolgen, wenn ich reise. Ich habe diese Tipps aus meiner Erfahrung und auch aus einem kurzen Leitfaden gelernt, den die Stadt neuen Nutzern gibt. Ich werde mir diese Tipps merken beim nächsten Mal, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze. Danke, Alice. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ein wichtiger Teil unseres Stadtlebens. Sie verbinden uns und helfen uns, uns einfach fortzubewegen. Ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ein Teil der Gemeinschaft bin. Ich sehe jeden Tag viele bekannte Gesichter. Ja, es ist schön, die gleichen Leute im Bus zu sehen. Das macht die Fahrt freundlicher. Ich hoffe, dass mehr Menschen anfangen, Busse und Bahnen zu nutzen. Das ist gut für sie und für die Stadt. Ich werde weiterhin meine Freunde und Familie ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es ist die beste Art zu reisen in einer geschäftigen Stadt. Danke für dieses interessante Gespräch über öffentliche Verkehrsmittel, Alice. Ich habe heute viel gelernt. Danke, Tom, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ein wichtiges Thema und ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich stimme zu. Ich fühle mich nach unseren Gesprächen immer besser informiert. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch, Tom, lass uns bald wieder treffen, um mehr Deutsch zu üben und unsere Ideen auszutauschen. Ja, das würde ich sehr gerne. Hab einen schönen Tag, Alice. Du auch, Tom, pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch weiter üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.